Kennst du das, wenn es so gut läuft, dass du dir denkst, jetzt sollte es aber nicht mehr unbedingt mehr werden? Ist eine Warnung von 8 bis 9 Beaufort. Anstatt dem starken Wind und dem vielen Regen ist jetzt sehr viel Sahara-Staub gekommen. Wir hatten hier eine traumhafte Bucht für diese Nacht. Hier vorne geht zwar eine Straße entlang, da hinten sind irgendwie 2 Häuser, aber wir haben vielleicht 5 Autos gehört und es war ansonsten nur still. Man hört so ein bisschen das Wasser plätschern hier hinten zwischen den Felsen von den Wellen, die da reingehen. Ansonsten ist es vollkommen still, nicht mal Vögel, gar nichts. Nicht mal Vögel, gar nichts. Ja, total still, oder? Ja, das stimmt, das war sehr still. War eine ruhige Nacht, ist schön. Ja. Auch super klares Wasser. Ich bin heute Morgen tauchen gewesen und habe sogar eine Moräne gesehen zwischen den Felsen. Aber auch alte Weinflaschen, Bierdosen und was man noch so findet. Und heute fahren wir weiter. Wir fahren jetzt hier um die Landzunge rum. Und dann gegenüber von Porto Cheli wahrscheinlich in eine Bucht, weil die soll recht geschützt sein. Aber das überlegen wir uns gleich noch, wenn wir losfahren. Genau. Schauen wir mal. Ja. Motor ist gecheckt, alles in Ordnung. Wir können ablegen. Gut, dann machen wir das. Wir haben jetzt endlich Wind und zwar ganz kräftig eigentlich. 18 Knoten haben wir und sehr tief raumen Wind. Wir haben jetzt nur die Genua draußen und den Besan. Die Genua habe ich jetzt ausgebaumt und wir fahren damit so 6,5 Knoten und das ist perfekt, weil das Boot läuft total ruhig, rollt kaum, achterliche Welle ein bisschen, ist total schön, ist total ruhig. Und wir haben jetzt endlich auch die Geschwindigkeit, weil wir wollten heute ein paar Meilen segeln bis zu einer Bucht, die morgen auch geschützt ist. Weil hier, wo wir jetzt sind, ist morgen sehr viel Wind und auch keine geschützte Bucht. Und da vorne sieht es deutlich besser aus. Und jetzt bin ich glücklich, dass wir das, so wie es aussieht, noch vor 18 Uhr erreichen. Das heißt, wir können dann auch nach sandigen Flecken gucken und den Anker gut verankern, sodass wir für morgen dann auch sicher sind. Kennst du das, wenn es so gut läuft, dass du dir denkst, jetzt sollte es aber nicht mehr unbedingt mehr werden? Wir fahren ja achterlichen Wind und der Autopilot hat echt kräftig zu tun. Wir haben teilweise 22 Knoten Böen und man merkt, dass er da richtig kräftig am Schlingern ist. Und ich muss jetzt schon aufpassen, nicht, dass wir irgendwann mal das Segelback stehen haben, das wäre ganz schlecht. Und uns kommt hier tatsächlich jemand entgegengeheizt. Ich stelle mir nur die Frage, wo der hin will, weil aus meiner Sicht ist hinter uns kein Schutz für morgen, aber er wird wissen, was er tut.
hier. Das ist unser Platz für den starken Wind, der morgen kommen soll. Ich habe eben gerade noch mal auf Winde gesehen, ist eine Warnung von 8 bis 9 Beaufort für hier. Was mich so ein bisschen irritiert, ist, dass wir jetzt schon Windböen aus der Richtung haben, was wir gar nicht haben sollten. Das sollte eigentlich erst morgen sein. Normalerweise sollten wir jetzt den Wind aus der anderen Richtung haben. Aber gut, so ist das dieses Jahr. Es ist irgendwie alles anders und der Wetterbericht ist auch eher so eine Idee, aber ob da jetzt das Wetter sich wirklich so entscheidet, das so zu machen, wie der Wetterbericht sagt, das steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt Papier. Aber schön ist es hier, also es ist total ruhig, nichts los. Wir sind 3 Boote, alle anderen sind wahrscheinlich nach Porto Cheli gefahren. Schauen wir mal, ne? Christoph baut noch den Spielbaum wieder ab, lässt ihn hoffentlich nicht ins Wasser fallen, damit wir, falls denn was wäre, auch bereit sind, schnell abzufahren, damit wir wirklich vorbereitet sind auf alles, was da kommen könnte. Losgehen soll es morgen Vormittag und morgen später Nachmittag soll der ganze Spuk vorbei sein. Also es geht schon ein paar Stunden. Eigentlich müssten wir wirklich hier ziemlich gut geschützt sein, also keine Welle sollte reinkommen und eigentlich sollten diese großen Berge den Wind abhalten. Hoffen wir mal, dass es auch so kommt. Wir sind gestern vor dem starken Wind geflüchtet in die Bucht von Leonidi und haben hier auch die Nacht verbracht, eine sehr ruhige Nacht. Und der Tag, wo der starke Wind kommen sollte, ist heute und der starke Wind kam nicht. So gut haben wir die Bucht ausgesucht. Ja. Wir haben Glück gehabt. Anstatt dem starken Wind und dem vielen Regen ist jetzt sehr viel Sahara-Staub gekommen und man sieht den direkt. Also mein Wunsch war, dass der Regen uns das Boot sauber macht. Das hat nicht funktioniert. Also ganz im Gegenteil. Also der Regen wäscht jetzt eher den Staub aus der Atmosphäre auf das Boot. Es ist ja kein Regen da, das ist ja das Problem. Ja. Also wir haben jetzt ein sandfarbenes Boot jetzt bekommen. Das ist krass. Also und die Wolke, ich glaube, die zieht immer mehr hier. Ich glaube, ja, die kommt ja hier rüber, ne? Also das ist erst der Anfang, das wird noch schlimmer. Also wir haben die Farben nicht nachgebessert, ne? Das ist wirklich so gelb, der Himmel. Ich glaube, unser Boot bleibt jetzt einfach gelb. Ja, guck mal, das wird immer mehr. Das kommt erst noch richtig. Ey, das ist echt irre, ne? Ey, das ist echt krass. Wir haben vorhin schon kaum noch Solarertrag gehabt, deswegen habe ich vorhin die Solarpaneele mit dem Wischer abgezogen und mit Frischwasser. Und die hier auch. Das ist gerade mal eine Stunde her. Guckt euch das mal an. Der Himmel ist gelb und wir haben keinen Solarertrag mehr. Übrigens, ich wusste gar nicht, dass Griechenland so bergig ist. Also die Berge hier hinter uns, das ist jetzt Peloponnes, die sind schon mindestens 200-300 Meter hoch. Und gehen auch bis zu 2200 oder 2300 Meter hoch. Also sind schon echt hoch.
Ist schön hier, wirklich schön. Es war eine Starkwind-Wettervorhersage und wir sind irgendwie in 3, 4 Tagen hierher gehetzt, kann man schon fast sagen, weil es hier einer der geschütztesten Orte waren von der Wetterkarte, da wo wir uns befunden haben. Und so war es dann auch. Wir waren hier und es war nichts. Genau, also es hatte sich vorher schon, es hatte sich gestern Morgen schon angezeigt auf Windy, dass es abgeschwächt hat hier bei uns und nicht so schlimm kommt, und wir hatten gar nichts, also keinen Wind, keine Windböen, nichts. Bei Kreta, so die Richtung Hochdodekanes hoch, da sah das ganz anders aus. Also die haben volle Ladung wohl abbekommen. Hier war es aber gut. Was dieser südliche Wind aber mitgebracht hat, war eine unfassbar hohe Menge an Sahara-Sand. Wir haben, ich glaube, 3-mal gestern das Boot gewaschen und trotzdem es war immer wieder sofort voll. Also teilweise innerhalb von 10 Minuten. Wir haben es aber jetzt soweit im Griff und heute scheint auch wieder die Sonne. Freut uns drauf, dass es dann auch wieder weitergehen kann. Blauer Himmel, weiße Wölkchen, als wäre nie was gewesen. Wir können segeln und wir machen uns jetzt auf den Weg nach Porto Cheli. Das ist ein bisschen städtisch, weil wir 2, 3 frische Sachen einkaufen müssen und Müll wegbringen möchten, und das bietet sich jetzt an. Das sind nur 17 Meilen dahin. Und Christoph ist heute ganz, ganz glücklich und das erzählt er jetzt warum. Also das erste Mal bin ich glücklich, weil wir hier ab Anker auf schon die Segel gesetzt haben. Und fahren jetzt hier ganz leise vor uns hin. Habt ihr ja vielleicht gerade gesehen, so mit, ich weiß nicht, was das sind, so 1,5 Knoten oder so. So ganz langsam aus der Bucht raus, ganz gemütlich. Ja, warum bin ich glücklich? Ich habe vor 2 oder 3 Tagen den mobilen Wassermacher endlich fest eingebaut, weil das war immer sehr aufwendig, den rauszuräumen. Der hat ja große Zylinder, so groß und irgendwie 30 Kilo schwer, und dann nochmal so ein Pumpengehäuse, auch 20 Kilo schwer, und dann musste man das aufbauen und Schläuche ins Wasser hängen und den Benzingenerator anmachen, weil das hat sich dann nur gelohnt für ein paar Stunden. Und das war immer total doof, weil danach musste ich den Wassermacher immer wieder pickeln und wieder wegräumen. Und jetzt hat er einen Platz gefunden hier unten im Motorraum und ist so halbfliegend verbaut. Das heißt, das Pumpengehäuse ist fest und die Membranen sind fest. Aber die Schläuche und die Kabel, die lege ich jedes Mal. Das dauert 2 Minuten. Wir haben heute Morgen 1 Stunde 15 Wasser gemacht und haben dabei ein Drittel unserer Batteriebank leer gesaugt von 400 Ampere. Ein Drittel leer gesaugt, also 130 Ampere für ca. 150 Liter Wasser. Und das finde ich eine super Bilanz. Das heißt, das, was ich erhofft habe, das funktioniert. Wir können jetzt entspannt mal eine halbe Stunde oder eine Stunde Wasser machen und haben nicht mehr den Aufwand mit dem Generator und aufbauen und dann gleich für Stunden lang Krach mit dem Generator, sondern das geht jetzt alles über Solar, und da bin ich echt glücklich drüber. Und wenn ihr den Einbau sehen wollt, den findet ihr auf Hafenkino Technik. Da erklärt Christoph genau, wie er es gemacht hat und zeigt das, wie er es gemacht hat und wie es funktioniert. Und wenn ihr noch mehr Infos haben möchtet über den Wassermacher oder das Prinzip Wassermacher, dann schreibt das gerne in die Kommentare, weil wir uns dem Thema dann auch nochmal annehmen können, wenn ihr das möchtet. Ja, und das sieht total schön aus. Dahinter dir der blaue Himmel und das türkise Wasser und die grünen Hügel. Schön, dass es hinter mir schön aussieht. Ja, der Vordergrund ist natürlich noch schöner, ist natürlich klar. Ne?
griechischen Gewässer werden nicht langweilig. Wir hatten, als wir heute Morgen aus der Bucht rausgefahren sind, wenig Wind, aber halb. Das war angenehm zu fahren, keine Welle. Und wie wir dann rauskamen, da kam dann auch Welle und wir hatten den Wind von Steuerbord Raum. Und irgendwann ist er immer schwächer geworden, hatten wir nur noch 6, 7 Knoten, da blieb dann auch die Genua nicht mehr stehen. Dann habe ich die Maschine angemacht, bin vielleicht eine Meile gefahren, dann kam der Wind jetzt von Backbord und so ist er jetzt geblieben. Jetzt haben wir mittlerweile 18 Knoten und vor Portocheli, da liegt noch Spezies davor, das ist eine vorgelagerte Insel und wiederum nördlich davon ist ein kleiner Steinhaufen, also eine kleine Steininsel und da versuche ich gerade in Luft dran vorbei zu segeln, weil in Lee sind auf Navionics Wellen eingezeichnet. Das heißt, da versuche ich jetzt erstmal vorbeizukommen und auch Leeraum zu schaffen zwischen mir und diesem Steininselchen. Und dann können wir aber abdrehen, dann können wir unter Genua ablaufen und nach Portocheli reinlaufen. Also ist jetzt noch mal ein bisschen anstrengend, aber wir haben es nicht mehr weit. Angekommen in Portocheli. Im rundum geschützten Hafen. Ja, der ist so ein bisschen pilzförmig. Das ist ziemlich seicht. Wir haben hier 3 Meter Wasser unterm Kiel. Und da hinten liegt ein Wrack. Ein großes Wrack, ein großes Schiff, ein Zweimaster. Schade, war ein schönes Ding. Und es ist sehr böig. Also wir hatten heute irgendwie alles, von kein Wind bis zu 25 Knoten Wind, war irgendwie alles dabei. Von keiner Welle bis fast 1 Meter Welle. Ja. Ja. Und das auf 16 Meilen. Also Genau. Das war irgendwie so ein bisschen Waschmaschine heute. Das war richtig Waschmaschine, mich hat es auch umgehauen. Also mir war dann auch irgendwann nicht mehr so richtig gut. Das war echt zu viel hin und her. Ja. Aber jetzt sind wir da. Wir wären heute gerne noch von Bord gegangen, aber das wird, glaube ich, eher nix. Nee. Mit unserem Dingi kommen wir nicht gegen den Wind bis zum Dingi-Dock. Aber dann machen wir das morgen. Ja. Also es ist deutlich mehr Wind als vorhergesagt. Ja, heute deutlich, insgesamt. Ja, Ja, insgesamt. Mhm, ja. Also deutlich mehr. Auch hier drin ist es deutlich mehr als vorhergesagt. Wir müssen Einkauf und Müll mitbringen, deswegen sind wir auch hier. Das ist der erste Einkaufsstopp für Lebensmittel seit Malta. Nee, nicht ganz. Ich habe Du hast ein paar Erdbeerchen mitgebracht. Genau, Erdbeerchen habe ich mal mitgebracht. Ja. Naja, Lebensmittel, wir brauchen nicht viel, wir brauchen ein bisschen was Frisches. Heute passiert nicht mehr viel. Nee, Abendessen. Ja. Juhu! 10 Tage ist es jetzt her, dass wir das letzte Mal von Bord waren. Ich habe heute Morgen nachgeguckt. Das hat mich so ein bisschen überlegt, wann waren wir denn das letzte Mal von Bord? Und es ist tatsächlich 10 Tage her. Ja, das war mit Toni. Das war der erste Punkt, wo wir an Land gegangen sind. An der stimmt gar nicht. Nee, auf Zakynthos war das. Ja, genau. Ja, genau, nach der langen Überfahrt. So, dann waren wir nur noch auf Metoni noch mal kurz an Land und jetzt sind wir hier in Metoni und In Portocheli. Jetzt sind wir hier in Portocheli. ja, jetzt sind wir hier in Portocheli. Das ist schon interessant, dass wir jetzt wirklich so lange nur auf dem Boot waren.